Hello, 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 and a wonderful good morning. Hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen. Look what Paul says to those who are enemies of the cross. Schau, was Paulus über die sagt, die Feinde des Kreuzes sind. His doom awaits them. Und Verderben erwartet sie. No wonder he cried because he loved these people and he knew that the doom would come upon them. Kein Wunder, dass er weinte, denn er liebte diese Menschen und wusste, dass das Verderben über sie kommen würde. Their God has possessed them and made them mute. Er sagt, ihr Gott hat von ihnen Besitz ergriffen und sie stumm gemacht. Isn't that sad? Ist das nicht traurig? So now there are people who I believe are Christians and now they are mute. They can't hear, they can't speak, they're completely stuck. Jetzt gibt es Leute, ich denke Christen, die stumm sind, nicht hören können und komplett feststecken. Their boast is in their shameful lifestyles and their minds are in the dirt. Sie rühmen sich ihres schändlichen Lebenswandels und ihre Gesinnung liegt im Schmutz. We don't know what exactly they were boasting about. Wir wissen nicht genau, womit sie sich rühmten. We don't know. Wir wissen es nicht. It simply said shameful lifestyle. Es heißt einfach schändlicher Lebenswandel. But obviously they were enemies of the cross, so they did not live a life crucified with Jesus Christ. Doch offensichtlich gab es Feinde des Kreuzes, die nicht mit Christus gekreuzigt lebten. And they were even boasting that, hey, I'm free, I can do what I want. Und sie prallten sogar damit, hey, ich bin frei und kann tun, was ich will. I've seen that often among Christians. Das habe ich oft unter Christen gesehen. How many Christians I've seen, they have abused the liberty they have in Jesus Christ. Viele Christen habe ich gesehen, die ihre Freiheit in Christus missbrauchten. And then the glory of the things that they've done wrong. Und dann rühmten sie sich der Dinge, die sie falsch gemacht haben. I could tell you so many stories, but I'm not going to. Ich könnte dir zahlreiche Geschichten erzählen, aber das mache ich nicht. Look at verse 20. Schau dir Vers 20 an. But we are a colony of heaven on earth as we cling tightly to our life giver, the Lord Jesus Christ. Wir aber sind eine Kolonie des Himmels auf Erden, indem wir uns fest an unseren Lebensspender, den Herrn Jesus Christus, klammern. I love this description. Ich liebe diesen Vers. Because we are a colony of heaven while we walk on earth. Denn wir sind eine Kolonie des Himmels, während wir auf der Erde leben. Think about this. Überleg mal. You are and me are together, the church is a heavenly colony here on this earth. Du bist und wir zusammen, die Gemeinde, ist eine himmlische Kolonie hier auf Erden. But look, Doch schau, he doesn't say that this is an automatic thing that happens. er sagt nicht, dass das automatisch passiert. He said, as we cling tightly to our life giver, the Lord Jesus Christ. Er sagt, indem wir uns fest an unseren Lebensspender, den Herrn Jesus Christus, klammern. Isn't that incredible? Ist das nicht herrlich? So here's the key that I want you to really grab hold of. Ich möchte, dass du folgenden Schlüssel ergreifst. The tighter you cling to your life giver, the Lord Jesus Christ, Je enger du dich an deinen Lebensspender, den Herrn Jesus Christus, klammerst, and this does not mean you have to hang on to him or else you lose your salvation. was nicht bedeutet, dass du an ihm hängen musst, weil du sonst deine Rettung verlierst. No. Nein. The tighter you live a life of intimacy with him, and that's what you cling to, Je enger du ein Leben in Intimität mit ihm lebst, daran klammerst du dich, the more you will be an expression of heaven on earth. desto mehr wirst du ein Ausdruck des Himmels hier auf Erden sein. You will not be an expression on earth from heaven if you don't cling tightly to Jesus. Du wirst kein Ausdruck des Himmels auf der Erde sein, wenn du dich nicht eng an Jesus klammerst. If Jesus is the center of heaven and you don't have intimacy with him, how you want to express heaven on earth? Wenn Jesus das Zentrum des Himmels ist und du nicht in Intimität mit ihm lebst, wie willst du dann den Himmel hier auf Erde zum Ausdruck bringen? Oh, if the church could understand that they are a heavenly colony on earth Wenn die Gemeinde doch nur verstehen würde, dass sie eine himmlische Kolonie auf Erden ist and live like it, und dementsprechend leben würde, then they would express Jesus here on earth. dann würde sie Jesus hier auf Erden widerspiegeln. And then he finishes this chapter with this beautiful verse in 21. Dann schließt er das Kapitel mit dem schönen Vers 21. But we are who will transform our humble bodies and transfigure us into the identical likeness of his glorified body. Der unsere bescheidenen Körper umwandeln und uns in das gleiche Bild seines verherrlichten Körpers umgestalten wird. So look, Schau, after Jesus resurrected, he had a glorified body. nachdem Jesus auferstanden war, hatte er einen verherrlichten Körper. And that's the same body is waiting for you. Und solch ein Körper wartet auf dich. I do believe that Jesus wants you to be healed here on earth. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass du hier auf Erden geheilt wirst. I believe he wants us to be physically well here on earth. Ich glaube, dass er möchte, dass es uns hier auf Erden körperlich gut geht.
But no matter what happens here in life, we always have to keep this as our true hope. Doch egal, was in diesem Leben geschieht, unsere wahre Hoffnung muss immer sein, My body will be so transformed, it's going to be just like the one that Jesus has. dass unser Körper so verwandelt wird und genauso sein wird wie der von Jesus. And what's he going to do when that happens? Was macht er dann, wenn das passiert? Well, of course, this talks about his second coming. Natürlich geht es hier um seine Wiederkunft. Look, Schau. and using his matchless power, he continually subdues everything to him. Und mit seiner unvergleichlichen Macht unterwirft er ständig alles sich selbst. My dear friends, Mein lieber Freund, everything will be subdued to Jesus when Jesus comes back on this earth. alles wird Jesus unterworfen werden, wenn er auf diese Erde zurückkehrt. But you know why this will happen? Aber weißt du, warum das geschehen wird? Because he will display his matchless power. Weil er seine unvergleichliche Macht zeigen wird. The time will come Die Zeit wird kommen, where Jesus will become back on this earth. wenn Jesus auf diese Erde zurückkommen wird. That's when he will finally display his matchless power and he will say, now I'm back here and now I'm taking control. Und dann wird er schließlich seine unvergleichliche Macht demonstrieren und sagen, jetzt bin ich wieder zurück und jetzt übernehme ich die Herrschaft. He is not in control of this world. Er hat nicht die Herrschaft über diese Erde, He's given us control. sondern er hat sie uns gegeben. But don't fool yourself. One day he will come back and we have to give account. Aber mach dir nichts vor, eines Tages kommt er wieder und wir müssen Rechenschaft ablegen. And then what's going to happen? Und was passiert dann? That's when every single person in the whole world will be subdued to him. Dann wird jede Person auf dieser Welt ihm unterworfen werden. That's when every knee will bow and every tongue will confess and say, Jesus Christ is the Lord. Dann wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen und sagen, Jesus Christus ist der Herr. How should we all be longing for that day? Wie sehr sollten wir alle uns nach diesem Tag sehnen. So we finished chapter 3 of Philippians. Wir haben also Philipper Kapitel 3 abgeschlossen. Tomorrow we're going to start with the last chapter. Morgen starten wir mit dem letzten Kapitel. See you guys. Bis morgen.